Hallo meine lieben Freunde, hier ist wieder Michael Grant mit Klartext. Heute zu dem Thema Deutsche Bundesbank lehnt die Rückholung unseres Goldes aus den USA ab. Ich beziehe mich auf einen Artikel von Epoch Times. Angesichts der unsicheren Weltlage sind im Umfeld der Bundesbank und in der Politik Forderungen laut geworden, die deutschen Goldreserven im Wert von 164 Milliarden Euro aus New York abzuziehen. Der frühere Leiter der Forschungsabteilung der Bundesbank, Emanuel Mönch, sagte dem Handelsblatt, es scheine aktuell riskant, so viel Gold in den USA zu lagern. Aber Bundespräsident Joachim Nagel lehnt eine Verlegung ab und eine Verlagerung ab. Mönch betonte, im Sinne einer größeren strategischen Unabhängigkeit von den USA wäre die Bundesbank darum gut beraten, über eine Rückholaktion nachzudenken, so wie es übrigens auch viele andere Länder bereits getan haben. Ich glaube, gehört zu haben, dass Frankreich sein gesamtes Gold zurückgeholt hat aus den USA. Ab Mitte 1951 baute die Bank Deutscher Länder als Vorgängerin der Bundesbank erste Goldreserven auf. Während des Kalten Krieges war es gewollt, deutsches Gold westlich des Rheins und möglichst weit außerhalb der Landesgrenzen als möglichen Puffer für Währungskrisen zu verwahren. Der florierende Export mit den USA brachte der Bundesrepublik seither viele Dollar ein, die bei der US-Zentralbank gegen Goldforderungen eingetauscht wurden. Das Gold wurde nie aus Deutschland in die USA gebracht. Von einer Rückholaktion zu sprechen, wäre also demnach sachlich falsch. Der Europäische Steuerzahlerbund forderte ebenfalls einen Abzug des Goldes. Trump ist nicht kalkulierbar und er tut alles, um Einnahmen zu generieren, sagte der Chef der Taxpayer Association of Europe, Michael Jäger, der Rheinischen Post. Darum ist unser Gold in den Tresoren der Fed nicht mehr sicher. Das Risiko steige, dass die Deutsche Bundesbank nicht mehr auf ihr Gold zugreifen kann, warnte Jäger und betonte zugleich, dass die Bundesbank unabhängig sei und eine solche Entscheidung treffen könne. Sie muss nicht demütig gegenüber der Politik sein. Die Bundesbank hingegen lehnt eine Verlagerung ab, wie schon angedeutet. Sie lagert 1236 Tonnen Gold bei der regionalen US-Notenbank Fed in New York. Der Bundesbankpräsident lehnt eine Verlagerung ab. Unterstützung erhält er von den Regierungsfraktionen im Bundestag, also ich will das Wort nicht sagen, Speichellecker der Amerikaner, aber okay. Der finanzpolitische Sprecher der Unionsfraktion Fritz Günzler, CDU, sagte der Zeitung, es sei weiter sinnvoll, einen Teil der Reserven in den USA zu lagern, wörtlich, in der aktuellen Lage öffentlichkeitswirksam über einen Abzug der Goldreserven zu spekulieren, ist dagegen nicht förderlich. Zitat Ende. Die finanzpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Frauke Heiligenstadt, kann Sorgen um die Goldreserven nach eigenen Angaben zwar nachvollziehen, rät aber von Panik ab. Ich zitiere, die deutschen Goldreserven sind gut diversifiziert angelegt. Zitat Ende. Die Hälfte liegt in Frankfurt, sodass unsere Handlungsfähigkeit sichergestellt ist. Der Standort New York sei sinnvoll, denn Deutschland, Europa und die USA sind finanzpolitisch eng miteinander verbunden. Die Lagerkapazitäten in den Tresoren der Bundesbank würden für die 1236 Tonnen aus den USA grundsätzlich ausreichen, erklärt die Bundesbank. Auch 100% aller Goldreserven könnten in den Tresoren der Bundesbank untergebracht werden. Entscheidend für die Notenbank seien vor allem Sicherheit und Handelbarkeit. Anhand dieser Kriterien bewertet die Bundesbank regelmäßig, wo sie ihr Gold lagere. Ich zitiere, die New York Fed ist und bleibt in diesem Rahmen eine wichtige Lagerstelle für unser Gold. Wir haben keinen Zweifel daran, dass wir mit der Fed New York einen vertrauenswürdigen, verlässlichen Partner bei der Aufbewahrung unserer Goldbestände haben. Zitat Ende. Da kann ich eigentlich nur lachen. Der Chef des Instituts der deutschen Wirtschaft, Michael Hüter, hält ebenfalls nichts von einem Abzug des Goldes.
Wie sollte es auch anders sein? Ich zitiere: Aus geldpolitischen Gründen kann es sinnvoll sein, das Gold für bestimmte Transaktionen in den USA zu belassen. Mit einer Rückholung würde man Trump außerdem nicht beeindrucken. Und jetzt kommt ein weiteres Argument, wo ich nur den Kopf schütteln kann. Stattdessen fordert der IW-Chefhüter eine Alternative bei Kreditkarten. Die EU sollte den Streit mit den USA zum Anlass nehmen, sich beim Zahlungsverkehr strategisch unabhängiger aufzustellen, sagte Hüter. Stand heute sind wir vollständig abhängig von den US-Anbietern Visa, Mastercard und damit erpressbar. Es brauche dringend Antworten und Alternativen. Der von der Bundesbank für den Staat verwaltete Goldschatz ist der zweitgrößte der Welt nach den Beständen der USA. Rund 3.352 Tonnen waren es Ende 2024. Damaliger Wert mehr als 270 Milliarden Euro. Seither ist der Goldpreis deutlich gestiegen. Mehr als die Hälfte, 1.710 Tonnen, lagert laut Bundesbank in eigenen Tresoren in Frankfurt. 1.236 Tonnen, damit knapp 37% des deutschen Goldes, werden bei der US-Notenbank Fed in New York aufbewahrt. Die restlichen 405 Tonnen verwahrt die Bank of England in London. Die 267.682 Goldbarren, die die Bundesbank in ihrer jüngsten Inventarliste Ende 2024 verzeichnet, verteilen sich den Angaben zufolge wie folgt auf die Lagerstätten: 136.637 in Frankfurt, 98.613 in New York und 32.432 in London. Dazu muss ich einiges sagen. Also, dass knapp 100.000 Goldbarren in New York und über 30.000 Goldbarren unser Gold in London lagern, ist für mich schon mal ein Skandal. Ein souveränes Land würde das niemals machen. Oder glaubt ihr, dass Russland oder die USA ihre Goldbestände in andere Länder verteilen würden? Nie im Leben. Also auch das zeigt, dass wir wieder, ich darf es nicht sagen, ich darf es einfach nicht sagen. Wir sind einfach die nützlichen Idioten der USA. Wir hängen an ihrem Gängelband. Sie haben unser Gold, auch die Engländer haben unser Gold, ein Großteil davon. Und für mich ist sowieso nicht klar, ich habe noch keinen Bericht, also vielleicht könnt ihr mir ja da helfen in den Kommentaren, aber ich habe noch keinen Bericht gesehen, dass eine deutsche Delegation das Gold in den USA besichtigt hat. Und zwar mit nachweislichen Beweisen. Jeder kann ja sagen, ich war dort und habe das angesehen. Nein, nein, ich meine mit Beweisen, dass das Gold auch tatsächlich dort ist, unser Gold. Habe ich noch nicht gehört und gesehen. Vielleicht wisst ihr da mehr. Ihr seid ja in vielen Themen sehr, sehr gut aufgestellt. Und ihr könnt mir da vielleicht helfen mit eurem Kommentar. Kennt ihr einen juristisch belegbaren Beweis, dass unser Gold, diese 100.000 Goldbarren, tatsächlich in den USA lagern? Ich weiß es nicht. Ich kenne keinen. Und für mich ist es, wie gesagt, zeigt es keine Souveränität eines Landes, wenn so viele Goldreserven in den Tresoren unserer ehemaligen Feinde und Besatzer lagern. Kein gutes Zeichen. Also zurück mit unserem Gold. Aber das wird natürlich die Regierung, die sowas von USA-freundlich ist, niemals machen. USA-freundlich, Regierung am Gängelband. Dazu habe ich auch ein Buch geschrieben, Staatsgeheimnis NGO-Finanzierung. Hier gibt es viele Hintergrundinformationen, auch zwar nur indirekt zu dem Thema, aber wie die deutsche Öffentlichkeit manipuliert wird. In diesem Buch steht drin, wie viele Milliarden Euro von euren Steuergeldern in diese linksextreme NGOs fließen. In Hate Aid, in die Antonio Amadeus Stiftung, in Korrektiv und alle anderen, die man sonst noch erdulden muss, obwohl ich sie nicht mehr erdulden kann.
Auch in meinem neuen deutschen Buch, Deutschland muss vernichtet werden, in meinem neuen Buch, 900 Seiten, beschreibe ich alle Massaker an uns Deutschen, vom Zweiten Weltkrieg bis nach dem Zweiten Weltkrieg und was nach der Grenzöffnung 2015 bis heute mit unserem Land geschah. Es ist ein Andenken an unsere Toten, ihr seht es im Hintergrund des Titelbild. Es ist ein Buch, das so einzigartig ist. Ich habe in diesem Buch auch eine Liste, in der alle Massaker aufgeführt sind, mit Datum, Ort und Todeszahl. Ihr könnt es nicht glauben, wie viele Deutsche ermordet wurden. Viel, viel mehr, als man glaubt. Viele, viele Millionen. Also besorgt euch dieses Buch, wenn ihr teilhaben wollt an das Andenken an unsere Oma und an unseren Opa. Abonniert mich auch auf Telegram, dort habe ich Audionachrichten und bin täglich bei Telegram. Da gibt es andere Informationen wie bei YouTube. Auch mein kostenloser Newsletter auf www.michaelgrant.de könnt ihr abonnieren. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Michael Grant.